BEVA? Moment, worum geht es hier eigentlich? Ganz einfach. Es geht um die Verpackungsanlage für abgebrannte Brennelemente. Auch wenn Brennelemente mehrere Jahrzehnte in einem Zwischenlager auskühlen, können sie danach nicht einfach in ein Tiefenlager für radioaktive Abfälle gebracht werden. Um die Restwärme der Brennelemente gleichmäßig zu verteilen, müssen sie von den großen Transport- und Lagerbehältern in spezielle, kleinere Endlagerbehälter umgepackt werden. Das passiert in der Verpackungsanlage für Brennelemente. Sehen wir uns zunächst an, was dort genau passiert. Der volle Transport- und Lagerbehälter, auch Castor genannt, wird an die Umladezelle angedockt. Der leere Endlagerbehälter ist bereits angedockt und offen. Im nächsten Schritt wird der Transport- und Lagerbehälter geöffnet und die Brennelemente werden einzeln in den Endlagerbehälter umgeladen. Ist dieser voll, wird er mit einem ersten Deckel verschlossen. Nachdem der Endlagerbehälter abgedockt wurde, wird ein weiterer Deckel darauf gesetzt und der dickwandige Behälter verschweißt, bevor der Behälter sich auf den Weg in die Tiefe macht. Sie sehen, das Umladen der Brennelemente ist an sich einfach. Dennoch braucht es natürlich hohe Sicherheitsmaßnahmen. Zum Beispiel wird die starke Strahlung durch die Betonwände der Umladezelle abgeschirmt. Sie ist ein massiv gebauter Gebäudeteil, der allen äußeren Einwirkungen trotzt, vom Orkan bis zum Flugzeugabsturz. Der Zugang zu dieser Anlage ist streng geregelt. Praktische Erfahrungen mit solchen Anlagen gibt es bereits im In- und Ausland. Daher weiß man, dass sich die gefährlichen Abfälle in der Zelle sicher umladen lassen. Bleibt nur noch eine Frage zu klären. Wo soll diese Verpackungsanlage stehen? Es gibt mehrere denkbare Lösungen. Aus Sicht der NAGRA ist eine Platzierung der Verpackungsanlage beim Tiefenlager oder beim Zwischenlager in Würenlingen am sinnvollsten. So werden auch unnötige Transporte zu neuen Standorten vermieden. Die Verpackungsanlage für Brennelemente, die BEVA, ist eine nötige und sichere Station auf dem Weg der radioaktiven Abfälle in das geologische Tiefenlager.